Also, okay. Guten Morgen. Es ist gefühlt 6 Uhr morgens. Der Teil 2 der Max BMW. Gestern wollten wir ja eigentlich Öl nachfüllen und einen Luftfilter wechseln. Wir sind noch nicht ganz so weit gekommen, es dauert noch ein bisschen. Aber wir haben uns das Ziel für heute gesetzt, dass wir heute vielleicht einen Luftfilter draufbringen und einen Ölfilter und das Öl nachfüllen können. Noch ist es schlecht, weil es tropft noch so ein raus. Und wenn wir Glück haben, schaffen wir das bis heute Abend. Was sagst du dazu? Ja, sehe ich auch so. Ihr werdet im Video merken, dass sich was verändert. Okay, ich fädel jetzt die Kolben in die Zylinder ein. Die waren im Sack, die haben echt übel ausgesehen, da ist das Öl richtig schön rausgelaufen. Haben wir neu reingeschlagen, mit ganz viel Gewalt. Hier oben, die Könner werden sehen, was wir da gemacht haben. Die Dichtfläche bis hier nachgearbeitet. Ich glaube, der Johannes muss dann immer hinterher fahren. Aber du wartest an der Tankstelle auf ihm, hast du gesagt, ne? Ich warte auch. Ja, das ist schon mal von Vorteil. Designtechnisch, weil es halt so Oma ist, kriegt sie einen neuen Schnabel. Habe ich von Franco mitgebracht. Geil. Jetzt kleiner Zwischenstand, jetzt sind wir so weit, wie wir gestern gedacht haben. Ja. Ist schon hart, ne? Einen Tag später, ne? Sieht schon fast aus wie ein Motorrad. Das, vermisst es jemand von euch? Habe ich gerade gefunden auf der Hebebühne. Das war der Auslass vom SLS. Da haben wir jetzt unseren Stopfen schon reingemacht. Der Johannes macht oben. Ist das oben? Ja. Macht oben ins Video den Link zum SLS-System. Die Stopfen haben wir nochmal geändert. Aber ich kann nichts dafür, wenn jetzt die Deckel schon ausgeschlagen sind oder da schon Schraubstutzen drin waren zum Verschließen. Dann kann es sein, dass das Loch nichts mehr dem Original entspricht. Aber die Originalen haben wir jetzt etliche durchgemessen. Unser Stopfen machen das immer schön dicht. Gehen auch besser reinzupressen. Der Beda Radic hat das ein bisschen geändert. Dann haben wir das Kit. Die Ölwanne hat eine neue Dichtung gekriegt. Die Zylinder waren ja unten. Alles wieder zusammengeschraubt. Jetzt kommt der Moment, in dem ich mal kurz in meinen Shop gehe und hole unseren Wartungskit. Wie schnell ich sein kann, wenn ich will. Ne? Einmal im geänderten Design. Ich weiß gar nicht, was die sich denken von Rock Oil. Normalerweise ne, gehört das Öl aus dem Programm genommen, wenn da so ein schwuler Motorblock drauf ist. Eigentlich gehört da dein Gesicht drauf, ne? Das wäre voll lustig. Das geht noch, das sieht irgendwie cool aus. Ne? Ja. Aber da, was geht denn? Das ist doch ein Elektromotor, oder? Hm? Du schaffst doch da in so einer Elektrofirma. So sehen doch die Dinger aus, oder? Ja, für Lüfter oder sowas. Ne? Lüfter, Kompressoren, irgendwas, aber das hat doch nichts mit Motor zu tun. Da haben sie sich ja voll getäuscht. Macht ja nicht keiner durchgeblückt. Ne? So ist es schon besser mit so einer Scheibe. So, das kommt wieder aus Österreich. Ne? Der 37er, weil es ohne Ölkühler ist. Das ist der zweiteilige, wir haben nämlich noch was einteiligen, aber nicht im Kit. Also da seht ihr, dieses Kit ist das dann für Paralever-Modell mit Plattenfilter und ohne Ölkühler. Habe ich mir auch so raussuchen müssen. Also das Kit. Welches Kit? Das Kit wird oben verlinkt. Das Kit. Das Kit. Das Kit. Das Kit. Gaskit. Das Kit. Gaskit. Gas Monkeys. Wo ist es verlinkt? Da. Da oben im Shop. Nee, jetzt, ja. Okay. Das Okay. ist dann da oben verlinkt. Nee, das ist unten. Ah ja, dann da unten. Das ist oben. Dann da oben. Da verlinkt. Da oben. Da. Ja. Okay. Und dann die. Das ist ja volles reines Werbe. Weißt du, ich bin wieder der Spacko, der das dann ausschneidet, ne? Das ist jetzt ja. Und das Video ist dann noch nicht zu Ende. Wir schütten das jetzt rein und dann gibt es noch was Neues für das Motorrad. Neben dem geilen Kotflügel. Wo kommt denn der nicht her? Aus Italien, von Franco Acerbis. Den hat er selber mit der Hand rausgeklopft. Aus dem Stück Kunststoff. Das sieht man. Ja. Handgedengelt, ne? Handgedengelt, ja. Ja. Die Italiener, die haben es voll drauf. Die Italiener, ja, ich habe das schon gesehen, wie die in Indien auf dem Boden sitzen, die Italiener und nun einen Dankklopf.
Eigentlich machen sie ja viel mit Marmor, gell? Wäre halt wenig schwer auf dem Moped, ne? Würde aber auch gut aussehen, ne? So rot marmorisiert, so Perfekt. Bianco heißt es dann, ne? Bianco? Ja, ne? Bianco, weil es ja vom Rot kommt. Und ne, Rosso, ne? Rosso ist es. Bianco Rosso. Der ist der Formel 1 gefahren, ne? Bianco Rosso? Für Ferrari war der doch. Okay. Was passiert, wenn ich da jetzt Öl reinschütte? Gute Frage, ne? Du musst jetzt Es läuft antworten. wieder raus. Warum? Weil die Ölablassschraube noch nicht drauf ist. Da. Den hat damals BMW als zweiteiligen rausbringen lassen, damit er besser verbaut werden kann. Weil bei manchen Motorrädern, so wie bei diesen, ist es als einteiliger echt komisch reinzustecken. So, und jetzt kommt eigentlich das Fummelige, was die meisten nicht wissen. Die Tüte öffnet man so. Habt ihr das gesehen? Ich kann es nicht wiederholen, die ist schon offen. Und dann dieser Ring. Das ist der ganz dünne. Okay. Der unterscheidet sich deutlich von diesem Ring. Das ist der dickere. Der gehört zuerst rein. Hier haben wir schon das neue Ölfilterrohr drin. Das ist an den Seiten umgekröpft. Und bei dem alten Ölfilterrohr hat man dann einen Spalt außenrum. Und die haben den Gummi manchmal tangiert und kaputt gemacht. Und dann ist der Öldruck vom Motorrad abgefallen. Wenn der Gummi kaputt ist oder reißt oder platzt, dann hast du keinen Öldruck mehr, weil das Motorrad hier drüber regelt. Es hat zwar hinten nochmal einen Bypass oder nochmal eine Feder und eine Kugel drin, aber wir hätten es eigentlich vor den Krümmern machen können, da würde ich mich nicht so blöd anstellen. Ne? Also in dem Fall bräuchten wir es jetzt gar nicht neu machen, die Blechscheibe, aber die haben sich das ja ausgemessen. Bei den alten Motorblöcken oder wo das Rohr noch nicht gewechselt ist, ist es zwingend notwendig. Haben wir jetzt eigentlich immer noch so Uhrzeit, wo Kunden anrufen müssen? Also es kommt quasi erst die Dichtung, dann die große Dichtung und dann der Blechring. So sieht es dann aus. Und was ist, wenn man es falsch rum macht? Bei dem Rohr ist es wurscht, aber bei dem anderen Spitzenrohr wird der Platz und dann hast du keinen Öldruck mehr. Ventil einstellen. 10 und 20, 15 und 30, egal was. Macht's, wie ihr in eurem Buch seht, ne? Weil da weiß jeder was besser, ne? Egal was ich erzähle. In meinem Buch steht aber drin. Und dann geht er hier, drückt hier drauf drücken und schaut. Und das, was ich da jetzt mache, das ist saugend. Saugend heißt, dass es nicht durchfällt, aber auch nicht schwer geht. Und dann lasse ich die drin, halte die hier hinten fest. Du, wenn du zielst, dann brauchst du 2 Hände, dass du das durchziehst. Okay. Wie oft muss man das eigentlich nochmal machen? Also wie lang ist da der Intervall? Alle 10.000. Bei der Vespa? Bei Vespa gibt es auch gar kein Ventil, oder? Freilich. Wo denn? Hinten dran. Am Reifen. Hast du dir das jetzt gemerkt? Ja. Machst du den nächsten Service selber? Mal gucken. Kommt drauf an, was rausmacht. Kommt drauf an, was heute auf der Rechnung steht. Das ist eine Zündkerzennuss, die ist total cool, weil die so dünn ist. Und wir diskriminieren heute keinen. Lass es einfach beim Dünnplatz bleiben. Ich sage jetzt nichts mehr dazu. Der Öldruck war sofort angestanden, das ist gut. Und jetzt lassen wir das Getriebeöl ab und dann machen wir das Y drauf, Bremsflüssigkeit und dann war es. Ne? Ja, irgendwann den Vorderreifen halt noch. Ja, dann müssen wir so umdrehen. Schaffen wir bis 7. So, wir haben jetzt das Getriebeöl gewechselt, das ist abgelassen und Ölstand soll hier auf Höhe des Auges sein. Und was mache ich mit dem restlichen Öl? Kann man natürlich in der schwarzen Tonne ins Wasser, kein Problem. Aber ihr vergesst oft, ihr habt kein kettengetriebenes Fahrzeug. Nein, ist ja auch kein Panzer. Ihr habt einen Endantrieb. Und der hat es auch verdient, dass der Öl kommt, sonst ist der traurig. Film die Castrolflasche nicht so. Da ist Rocköl drin. Da. Ne? Das Blöde ist bloß, die können gescheite Flaschen bauen. Mal schauen, was da rauskommt. Ne? Oh, das ist gut. Das, wenn wir jetzt gewusst hätten, hätten wir es gar nicht wechseln müssen.
kommt gar kein Wasser, gar nichts. Das ist halt, das wissen wir halt nicht, ne? Beim nächsten Mal, weißt du, da hast du erstmal da Ruhe. Und da ist immer die Gefahr, die es eilig haben, es gibt ja immer schnellere und langsamer, die schütten das rein und vergessen das, dass das Öl erst zu den Zähnen vorlaufen muss. Ne? Dann ist es voll, aber wenn das Rad ein bisschen drehst, fehlt dann die Hälfte. Und so ein Endantrieb ist nicht billig, ne? Wenn er kaputt ist. Da oben in den Lüfter. Dann haben wir es mal auflassen und haben jetzt den Ölmischstab rausgezogen und kontrolliert. Passt, sieht man. Sind wir da schon mal safe. Schmeiß fort. Vorne haben wir jetzt einen neuen Reifen drauf. Gehört noch zu unserem Servicepaket. Die Bremsflüssigkeit, die kippe ich danach, das muss ich euch nicht zeigen. Weil wir nämlich eine Pizza bestellt haben. Die kommt gleich. Und dann mache ich das morgen früh, wenn der Johannes im Bett liegt. Bis wann liegst du im Bett? 5:30. Schaffe ich locker. So wird es nichts. Ich hab das einfach auf Video. Verpiss dich. Das wird nämlich nicht. Bist du zufrieden? Sicher. Achso, jetzt machen wir eine coole Überleitung. Wie? So irgendwie? Oder. Eigentlich musst du Mahlzeit. Also das Moped läuft und das habe ich mir jetzt verdient, denke ich. Ne? Ich danke euch fürs Zuschauen. Abonniert uns in Instagram, Facebook, TikTok. Macht die Glocke an. Bis bald. Euer Manuel. Ciao. Oder bis Adios wieder. Adios.